Je mehr ihr mit Microsoft Teams arbeitet und je mehr Teams ihr habt, desto wichtiger ist es, einen guten Überblick darüber zu behalten, und wie das geht, das zeige ich euch in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen zu den Tipps und Tricks rund um die optimale Nutzung digitaler Technik. Mein Name ist Arno Burger und heute geht es um einen Überblick über die eigenen Teams in Microsoft Teams. Ihr seht hier eine Teams-Umgebung, in der habe ich schon einige Teams. Ich habe schon Leute gesehen, die hier deutlich mehr haben, und dann geht es natürlich darum, dass man darüber gut einen Überblick behält. Das erste, was ihr machen könnt, sind mal so ein paar Dinge, die nicht nur für euch gelten, sondern dann auch für andere, die in euren Teams mit drin sind, die einfach ein bisschen besser, übersichtlicher und schneller erkennbar eure Teams machen. Also zum Beispiel, dass man ein Team mit einem Bild hier vorne versieht. Und zwar erreicht ihr das, wenn ihr auf die 3 Punkte des Teams klickt und dann Team verwalten wählt. Dann seht ihr, hier oben ist der Name des Teams mit der Beschreibung dazu. Und wenn das ein Team ist, für das ich die entsprechenden Berechtigungen habe, also in diesem Fall Besitzer bin, dann kann ich hier auf diesen Stift klicken und kann jetzt das Teambild ändern, indem ich ein Bild hochlade und mir hier ein entsprechendes JPEG oder PNG-Bild auswähle. Und je nachdem, wie groß das ist, dauert es ein bisschen länger, bis es hochgeladen ist. Aber ihr seht, jetzt erkenne ich dieses Team sehr schnell schon an dem Bild. Ein bisschen was Ähnliches könnt ihr auch für die Kanäle machen. Ich nehme mal hier das Teilprojekt Schulung und ich möchte für dieses Teilprojekt jetzt ein Emoji hier vorne mit dazu machen. Dann gehe ich auf die 3 Punkte für den Kanal und wähle dann diesen Kanal bearbeiten, klicke an den Anfang zum Beispiel vor den Namen und drücke jetzt, das kennt ihr aus anderen Videos von mir schon, die Windows-Taste und den Punkt. Und damit erhalte ich die Emojis von Windows. Das ist jetzt hier Windows 10. Bei Windows 11 schauen die noch ein bisschen schicker aus. Und ich nehme jetzt mal hier für das Teilprojekt Schulung, nehme ich so eine Goldmedaille und habe dann hier dieses Symbol mit davor. Ich gehe auf Speichern. Das führt dazu, dass der Kanal nach oben sortiert wird. Allerdings bleibt der Kanal allgemein immer der erste Kanal und erst dann kommen die anderen Kanäle. Also so könnt ihr schneller erkennbar machen, um welchen Kanal bzw. welches Team es sich handelt. Wenn ihr jetzt viele Teams habt, wo Teams dabei sind, die ihr selten braucht, dann habt ihr die Möglichkeit, solche Teams zum Beispiel auszublenden, sodass ihr die nicht mehr direkt seht. Die werden dann hier unten bei den ausgeblendeten Teams angehängt. Und dasselbe könnt ihr zum Beispiel auch mit Kanälen machen, dass ihr einen Kanal ausblendet, sodass ihr den dann eben entsprechend nicht mehr in der Liste seht und wenn ihr ihn wieder braucht, ihn erst wieder anzeigen müsst. Wenn ihr jetzt einen Kanal besonders häufig braucht, dann könnt ihr den Kanal, nicht das Team, aber den Kanal anheften. Und dann wird der Kanal hier ganz oben angezeigt, sodass ihr dann erst die angehefteten habt, dann habt ihr eure Teams und unten die ausgeblendeten Teams. Aber wie gesagt, angeheftet kann immer nur ein Kanal sein und nicht das ganze Team. Und wenn ihr das nicht mehr wollt, geht ihr wieder auf die 3 Punkte und löst das wieder. Wenn ihr jetzt nach einem Team sucht, eure Liste ist hier relativ lang oder vielleicht auch nach einem Kanal und ihr wisst zwar noch, wie der ungefähr heißt, da ging es um irgendwas mit Projekt, dann habt ihr hier oben die Möglichkeit zu suchen bzw. zu filtern. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel Projekt eingebe, dann seht ihr, er findet sowohl Teilprojekt als auch hier Teilprojekt. Oder wenn ich Teams eingebe, er findet, wenn ich Team eingebe, er findet Testteam, öffentliches Team. Also im Prinzip eine Suche wie mit Platzhaltern, Stern davor, Stern dahinter. Das heißt, auf diese Art und Weise habt ihr die Möglichkeit, schnell eure Teams, eure Kanäle zu finden, auch wenn die ausgeblendet sind. Und wenn ihr dann wieder alle sehen wollt, dann schließt ihr hier oben diesen Filter wieder und habt wieder den kompletten Überblick. Jetzt gibt es noch eine super Möglichkeit, wie ihr schnell einen guten Überblick über alle eure Teams bekommt. Und das ist hier unten, wo es heißt Team beitreten oder erstellen, das Zahnrad. Denn das sind die Einstellungen für eure Teams und ihr bekommt jetzt eine Übersicht
mit den ganzen Namen eurer Teams, mit der Beschreibung, die ihr hier direkt einsehen könnt. Ihr seht auch im Überblick, was für eine Mitgliedschaft ihr in diesen Teams habt, also ob ihr normale Mitglieder seid oder ob ihr zum Beispiel Besitzer seid. Und ihr könnt auch gleich hier auf die Kontakte dieser Teams also zugreifen. Das heißt, wenn ich da draufklicke, dann sehe ich gleich hier, das sind die Mitglieder, das sind die Gäste, die Besitzer. Und wenn ich wieder zurück will, das kennt ihr vielleicht schon aus anderen Videos von mir, hier links oben direkt anklicken oder drauf zeigen und kurz warten, dann bekommt ihr eine Liste ausgeklappt. Damit kommt ihr wieder zurück zu eurer Übersicht, in der ihr dann für eure Teams dann auch noch seht, um was für einen Typ es sich handelt, also zum Beispiel ein privates Team. Das heißt, es können nur die Leute da drin mitarbeiten, die auch wirklich konkret als Mitglieder oder Besitzer zugewiesen sind. Anders ist das in einem organisationsweiten oder globalen Team, denn dort können alle teilnehmen, beziehungsweise es sind automatisch alle Mitarbeitenden der Organisation sind Mitglied in diesem Team. Und dann gibt es noch die dritte Variante, und das sind die sogenannten öffentlichen Teams. Wenn man da nicht Mitglied ist, kann man Mitglied werden, nämlich indem man hier links unten auf Team beitreten klickt. Und dann seht ihr, alle öffentlichen Teams werden dann hier angezeigt und ich kann diesem Team direkt beitreten, ja, und dann wird es hier angezeigt. Also das heißt, ein öffentliches Team hat nicht unbedingt nur die Mitglieder, die jemand bewusst hinzugefügt hat, sondern auch alle anderen, die diesem öffentlichen Team beigetreten sind. Ich gehe wieder zu meiner Übersicht zurück. Und das Letzte, was ich hier noch sehe als Information, ist die Frage, ob das Team ein- oder ausgeblendet ist. Und ich finde das eine super Sache, wenn ich bestimmte Teams gerade mal eine Zeit lang brauche und dann wieder nicht, kann ich die hier sehr schnell einfach durch Anklicken ausblenden. Ihr seht es, jetzt habe ich die hier alle ausgeblendet und durch Wieder anklicken kann ich sie auch sehr schnell wieder einblenden. Ihr kommt hier sogar direkt zur Konfiguration eurer Teams über die 3 Punkte. Das kennt ihr im Prinzip schon. Es gibt allerdings eine Besonderheit hier. Es gibt nämlich einen Befehl, den ihr sonst über die 3 Punkte nicht bekommt. Und das ist der Befehl Team archivieren. Also wenn ich an dem Team, um das es geht, hier Einführung des LMS auf die 3 Punkte klicke, dann gibt es hier kein Team archivieren. Aber in der Übersicht bekommt ihr diesen Befehl zum Team archivieren. Also eine super Möglichkeit, hier über das Zahnrad direkt einen wunderbaren Überblick über eure Teams zu bekommen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann hinterlass mir gerne einen Like, abonniere den Kanal und am allerbesten empfehle das Video anderen weiter. Wenn du noch weitere Fragen hast, schreib die unten in die Kommentare. Ich beantworte die immer gern. Ich bin auch neugierig auf eure Fragen. Manchmal dauert es ein paar Tage, manchmal gibt es auch noch ein Video zu den Fragen, aber ihr könnt sicher sein, ihr bekommt eine Antwort. Dann bleibt mir nur noch vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß beim Anwenden und Ausprobieren und bis zum nächsten Video. Ciao, euer Arno.